Januar 2018. Ein Auto rollt in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Belgrad. Drin eine Frau mit Verbindungen zum Staat und ein Mann, der nicht wissen kann, dass er gleich sterben wird. Plötzlich tauchen zwei Männer auf. Metall kreischt, Licht flackert. Dutzende Schüsse zerreißen die Stille. Der Fahrer stirbt auf der Stelle. Sein Name Davorin Baltic, ein hochrangiger Mann im Kavac-Kartell. Die Frau auf dem Beifahrersitz bleibt wie durch ein Wunder unverletzt. Marija Nikolic, Beamtin der serbischen Polizei. Stunden zuvor waren die beiden zusammen in einem Skiresort, gemeinsam mit einem bekannten Fußballhooligan. Was wie ein privater Ausflug aussieht, entpuppte sich als Teil eines größeren Musters. Verbindungen zwischen Polizei, Hooligans und der Kokainmafia. Was damals in Belgrad passiert ist, ist kein Einzelfall. Es ist ein Splitter aus einem Krieg, der halb Europa erfasst hat. Ein Krieg, in dem Männer gefoltert, zerstückelt und durch einen Fleischwolf gejagt wurden. Ein Krieg, bei dem Kartellbosse mitten vor ihren Familien erschossen wurden. Ein Krieg, der keine Regeln mehr kannte. Ein Krieg zwischen zwei Clans, zwei Dörfern, zwei Namen. Kavac gegen Skalljari. Beide stammen aus Kotor, einem idyllischen Nest an der montenegrischen Adriaküste. Denn dort begann alles mit einem Streit um 200 Kilo Kokain. Kotor, ein mittelalterliches Städtchen, eingeschlossen zwischen Bergen und Meer. Wer heute durch die engen Gassen schlendert, spürt nichts von dem, was hier geboren wurde. Doch genau hier, in den Dörfern Skalljari und Kavac, benannt nach zwei Hügeln über der Altstadt, wurde der Boden für Europas brutalsten Mafiakrieg bereitet. Die 90er Jahre waren rau. Der Zerfall Jugoslawiens hatte tiefe Spuren hinterlassen. Bürgerkrieg, Wirtschaftskollaps, Sanktionen. Montenegro, offiziell noch mit Serbien verbunden, aber praktisch isoliert vom Rest der Welt. Doch die Küste, die war Gold wert. Kotor, Bar, Helsinki Novi, alte Hafenstädte mit jahrhundertealter Seefahrtstradition. Viele Männer dort arbeiteten auf Containerschiffen. Sie fuhren raus, Richtung Brasilien, Kolumbien, Peru. Und was mit harter Arbeit begann, wurde irgendwann zur Gelegenheit. Denn in den Häfen in Santos, Callao, Guayaquil knüpften montenegrische Seeleute erste Kontakte zu Kokainhändlern. Erst flüchtige Begegnungen, dann feste Deals. Was daraus entstand, war ein neues Modell. Montenegrische Gruppen boten sich als diskrete Logistikpartner an. Ein Transportservice für Kokain. Sie schmuggelten die Ware als Bananen, als Kaffeesäcke, als Maschinenbauteile, perfekt versteckt, sauber deklariert, sicher durch den Zoll. Sie redeten nicht viel, aber sie lieferten und sie wurden reich. Aus diesem Netzwerk entstand ein einziger Clan. Männer aus Kotor, vereint durch Herkunft und Ehrgeiz. Sie operierten unter dem Radar, lange unbemerkt, professionell. Bis 2014, denn dann geschah, was jede Organisation irgendwann zerreißt. Geld, Gier, Verrat. Spanien 2014. Ein Container mit 200 Kilo Kokain kommt in Valencia an. Es ist Ware, die eigentlich beiden Clans gehört, den Männern aus Kavac und denen aus Skalljari. Doch irgendetwas läuft schief. Die Ladung verschwindet. Ein Teil der Gruppe aus dem Dorf Skalljari soll sie an sich genommen haben. Die Männer aus Kavac bieten Geld, um die Sache friedlich zu regeln. Doch irgendwie konnten sie sich nicht einigen. Die Antwort war kalt. Ihr werdet dafür bezahlen mit Blut. Was einst ein Clan war, wurde über Nacht zu zwei Armeen. Die Männer aus Kavac, zurückgezogen, misstrauisch, brutal. Die Skalljari, risikofreudig, offensiv, stolz. Beide Seiten schwer bewaffnet. Beide Seiten bereit, alles zu tun. Für Macht, für Kokain, für die Rache. Der erste Mord ließ nicht lange auf sich warten. Spanien, paar Monate später. Ein Mann wird in seinem Auto erschossen, auf offener Straße. Dann Montenegro, Serbien, Österreich. Mal professionell mit Schalldämpfer und Fluchtplan, mal chaotisch in Cafés, auf Parkplätzen, sogar im Fitnessstudio. Die Geografie der Gewalt dehnt sich aus. Denn was hier passiert, ist kein lokaler Bandenkrieg. Es ist ein transnationaler Konflikt, geführt von Männern mit Waffen, Decknamen und falschen Identitäten. Rotterdam, Athen, Wien, Frankfurt. Überall dort, wo Container ankommen und Bargeld durch die Waschstraße läuft,
Dort kämpfen sie mit Kugeln, Bomben, Messern, mit Polizeiakten und Medienkampagnen. Selbst unschuldige Menschen geraten zwischen die Fronten. In Podgorica trifft eine Kugel aus nächster Nähe nicht den Zielmann, sondern eine Frau, die einfach nur im falschen Moment am falschen Tisch saß. Der Täter, ein Auftragsmörder mit lebensechter Silikonmaske. Ein Fall bleibt besonders in Erinnerung. Dalibor Duric, ein hochrangiger Scaljari, spaziert 2016 im Gefängnishof von Spus, als ihn ein Scharfschütze aus 300 Metern trifft. Die Kugel zerreißt seine Lunge, tritt hinten wieder aus. Der Schütze bis heute nicht identifiziert, aber die Polizei fand den ausgebrannten Fluchtwagen neben dem verkohlten Gewehr. Dieses Level an Präzision zeigt, hier geht's nicht mehr um Straßenschlägereien. Das ist Krieg. Dieser Krieg wird nicht in Schützengräben geführt. Er wird bezahlt mit Kokain aus Kolumbien, Peru, Brasilien. Er wird geführt mit Containern, Kurierrouten, korrupten Zöllnern und Killern. Und plötzlich ist eine dritte Macht auf dem Spielfeld: der Staat. Während in Kotor Menschen sterben und in Belgrad Autos explodieren, taucht eine Frage auf. Warum wird immer nur eine Seite gejagt und die andere gedeckt? Die Antwort liegt in den Tribünen, genauer bei den Janitscharen, eine serbische Ultrasgruppe, brutal, loyal, benannt nach den osmanischen Elitesoldaten, heute aber aktiv als Drogenschmuggler, Vollstrecker und Sicherheitsdienst der Unterwelt. Und sie stehen auf Seiten von Kavac. Anführer war Alexander Stankovic, genannt Saleh Mutavi. Er war mehr als ein Hooligan. Er ging mit Politikern auf Schießstände. Seine Leute sicherten Präsidentenfeiern ab. Fotos zeigen ihn und andere Kavac-nahe Figuren mit Danilo Vučić, dem Sohn des Präsidenten, in Bars, im Stadion, sogar auf montenegrischem Boden. Der Präsidentenberater Novak Nedić trainierte mit Saleh Mutavi an Waffen. Zufall? Oder ein Deal? Währenddessen werden Journalisten eingeschüchtert, Gegner bedroht, Scaljari-Mitglieder in Serie verhaftet. Kavac bleibt unangetastet. Bis 2016. Stankovic wird hingerichtet. Sein Audi A6 wird mit Maschinenpistolen durchsiebt, mitten in Belgrad. Die Regierung erklärt den Krieg gegen die Mafia. Doch der richtet sich einseitig gegen Scaljari. In den Medien ist von Scaljari-Terror die Rede, von Drogen für Kinder, Mordplänen gegen Minister. Doch kein einziger Kavac-Boss wird festgenommen. Der Staat schützt, wen er braucht, und dieser Schutz wird bezahlt mit Blut. Trotzdem bleibt einer übrig: Jovan Vukotic, der letzte Kopf des zerschlagenen Scaljari-Clans. Er überlebt ein Massaker in Athen, überlebt Attentate in Serbien, flüchtet in die Türkei, wird aus der Türkei ausgeliefert und kämpft weiter. Er soll 4 Millionen Euro geboten haben für die Ermordung von Radoje Svicer und Slobodan Kascelan, den Kavac-Bossen. 2016 soll er versucht haben, Svicer umzubringen. Dieser überlebte. 2020 überlebte er ebenfalls ein Attentat in der Ukraine nur knapp, weil seine Frau zurückgeschossen hat. Doch die Mordplanung ging weiter. 2 Männer mit Kavac-Verbindung sollten ins Visier genommen werden. Ein Sprengsatz wurde am Auto platziert. Kolumbianische Auftragsmörder wurden für den Job eingeflogen. Doch die Bombe hat versagt. Erst Monate später stoßen Ermittler beim Entschlüsseln von Sky EncroChats auf den Mordplan. Genaue Anweisungen, GPS-Daten, Geldflüsse. Doch 2022 ist Schluss. Istanbul, 13. September, Stadtteil Şişli. Vukotic sitzt mit Frau und Tochter im Auto. Ein Motorroller nähert sich, ein gezielter Schuss durch die Windschutzscheibe. Vukotic stirbt sofort. Die Familie bleibt unversehrt. Die Auftraggeber, offiziell unbekannt, inoffiziell führen alle Spuren zu Kavac. 1 Million Euro soll Svicer gezahlt haben. Der mutmaßliche Ausführer Barış Boyun, türkischer Mafia-Boss, in Europa aktiv mit einem Killerkommando, das den Auftrag ausführt. Ein tödliches Bündnis. Balkan trifft Bosporus. Und Istanbul war nur ein Schauplatz. Es war kein lokaler Mordversuch. Es war ein Stück aus einem international koordinierten Tötungssystem mit Wurzeln in Montenegro, Ausführung in Wien, Finanzierung über Koksrouten aus Südamerika. Einige Tatbeteiligte werden verhaftet, andere werden später ermordet. Denn wer zu viel weiß, schweigt am besten für immer. Doch der Tod von Jovan Vukotic war nicht das Ende. Er war nur der letzte große Name auf der Todesliste. Denn die Strukturen des Kavac-Kartells existieren weiter, leise, verborgen, gut vernetzt. Radoje Svicer, mutmaßlicher Anführer der Kavac, lebt bis heute im Untergrund. Internationale Haftbefehle, Verurteilung, Ermittlungsakten, doch keine Spur von ihm. Er bleibt ein Geist, ein Phantom, das mordet, ohne aufzutauchen. Der Krieg zwischen Kavac und Scaljari hat Europa verändert. Die Leichen sind gezählt, doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Mafia-Clans, Auftragskiller, Finanzbetrug. Bei uns bekommst du die dunkelsten Geschichten der Unterwelt. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Sleeping Brain.